Heute erzähle ich dir von meiner Kindheit. Und sie beginnt im Süßigkeitenregal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Learn German with Falk. Süßigkeiten, die gab es früher wirklich in Hülle und Fülle. Also sehr, 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 sehr viel. Natürlich. Gibt es heute auch, aber heute gibt es viele andere Süßigkeiten, die es früher nicht gab. Und andersherum, früher gab es viele Süßigkeiten, die es heute nicht mehr gibt. Es ist so traurig. Na ja, vielleicht auch nicht. Süßigkeiten haben im Leben eines Kinds natürlich einen festen Platz. Kinder lieben Süßigkeiten. Natürlich lieben Kinder auch deutsche Grammatik, ist doch völlig klar. Aber sie lieben auch Süßigkeiten sehr. An eine Süßigkeit, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, sind Toffifee. Toffifee. Man hört schon am Namen, da ist etwas mit Toffee und da ist etwas auch mit Schokolade drin. Also Toffifee, das ist außen Toffee und innen drin ist Schokolade und ich glaube auch eine Haselnuss oder etwas. Toffifee. Ja, in Deutschland gibt es sie immer noch, Toffifee, aber ich glaube, sie sind nicht mehr so populär wie früher. Als ich ein Kind war, da waren sie hoho, da waren sie super populär. Da wollte jeder Toffifee haben. Eine Zeit lang, dann waren sie wieder nicht so populär. Aber das Lustige war, ich habe Toffifee von meiner Oma eigentlich zu jedem Anlass bekommen. Wirklich. Weihnachten, Geburtstag, Zeugnisse, Ostern, wenn es einen Anlass gab, also einen Grund, dann hat mir meine Oma immer Toffifee geschenkt. Das war meine Toffifee-Oma. Zum Beispiel: „Fröhliche Weihnachten, Falk!“ Und dann wusste ich, ja, es kommt ein Geschenk, natürlich, aber es kommt auch Toffifee. Und dann zu Ostern natürlich auch Toffifee. Das war schon immer erwartbar. Also, ich wusste: morgen ist mein Geburtstag. Meine Oma kommt. Okay, ich brauche keine Toffifee kaufen. Meine Oma schenkt mir sowieso Toffifee. Toffifee. Zu jeder Gelegenheit. Es gab kleine Packungen mit, glaube ich, 10 oder 15 Toffifee und es gab auch so 'ne Maxi-Packung mit, weiß ich nicht, 100 Toffifee. Heute esse ich kein Toffifee mehr. Toffifee, das klebt so an den Zähnen, dieses Toffee. Ja, das mag ich heute nicht mehr. Früher war es sehr lecker. Und Überraschungseier. Kennt ihr noch Überraschungseier? Kennt ihr. Überraschungseier von Kinder gibt es in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland. Auch in Japan zum Beispiel. Auch in anderen europäischen Ländern. Viele meiner Schüler haben mir erzählt: „Falk, na klar, Überraschungseier gibt es auch in unserem Land.“ Da war ich sehr überrascht. Wow, okay, Überraschungseier auch in anderen Ländern beliebt, populär, nicht nur in Deutschland. Überraschungseier, da sind immer diese kleinen Figuren drin. Außen das Ei ist aus Schokolade. Außen ist dunkle Schokolade, also nicht Bitterschokolade, aber ja braune Schokolade. Und innen von dem Ei, da ist die Schokolade weiß. Das sind 2 Hälften. Und in diesem Ei, da gibt es immer so eine kleine gelbe Box.
und die konnte man dann aufschrauben oder aufdrücken. Ich habe immer mit den Fingern die aufgepresst und dann hat sich diese gelbe Box geöffnet und in dieser gelben Box war ein kleines Spielzeug. Eine kleine Figur in dem Überraschungsei. Überraschungseierfiguren waren immer etwas Besonderes. Nein, natürlich nicht. Da war auch oft, so ehrlich muss ich es sagen, da war auch oft Müll drin. Irgendwelche kleinen Plastikfiguren, ja, die einfach doof waren. Damit konnte man nicht spielen, damit konnte man nichts machen. Es gab auch kleine Autos. Und mit den kleinen Autos konnte man zumindest ein bisschen fahren auf dem Tisch. Für Kinder ist das zumindest ein bisschen Spaß. 10 Minuten Spaß vielleicht. Danach vielleicht nicht mehr. Aber 10 Minuten wenigstens. Dann gab es aber auch immer besondere Serien. Zum Beispiel kann ich mich an eine Serie erinnern von Der Herr der Ringe. Natürlich kennst du Der Herr der Ringe, oder? Der Herr der Ringe, der deutsche Titel, Der Herr der Ringe. Der Herr der Ringe, das ist dieser Film mit Frodo Beutlin und mit Gandalf. Der war sehr, sehr populär vor vielen Jahren, Der Herr der Ringe. Und diese Geschichte, dieser Film kam ins Kino und dann gab es auch Überraschungseier, Figuren von Der Herr der Ringe. Und ich weiß noch, es gab sehr seltene Figuren. Zum Beispiel Gandalf war, glaube ich, sehr selten. Und ich hatte Gandalf. Ja, ich hatte Glück. Und es gab Figuren, die waren sehr oft in diesen Überraschungseiern. Das war so ein Monster, so ein Troll war das. Den hatte ich 10-mal. Den habe ich schon immer gleich in den Müll geworfen. Überraschungseier. Es gab also zum Beispiel diese Serie, Der Herr der Ringe. Und es gab auch eine Überraschungseier-Serie. Also es gab Figuren, die waren nicht von einem Film oder von einem Buch oder etwas. Das waren nur Figuren von Überraschungseiern. Und zwar waren das so eine Nilpferde. Dieses Tier, das Nilpferd. Und dieses Nilpferd hatte immer verschiedene Berufe. Es gab ein, ich glaube, Mechaniker-Nilpferd oder eine Figur mit einem Arzt-Nilpferd. Und die hat man gesammelt. Ja, diese Figuren, Kinder haben natürlich damit auch gespielt. Ich habe auch mit diesen Figuren gespielt. Aber es gab auch Leute, die haben diese Figuren nur gesammelt und dann in eine Vitrine zu Hause gestellt. Die hatten eine Vitrine und da haben sie die Figuren gut organisiert in diese Vitrine gestellt. Also wie ein kleiner Schatz. Und sie haben diese Figuren gesammelt. Und bei manchen Leuten war diese Sammelleidenschaft, dieser Enthusiasmus für das Sammeln, der war ein bisschen zu groß, meiner Meinung nach. Ich hatte einen Freund und dieser Freund hatte auch einen Bruder und die haben auch gerne Überraschungseier gegessen. Und die haben auch gerne diese Figuren gesammelt. Und nicht nur die beiden, nicht nur mein Freund und sein Bruder, sondern auch die Mutter. Die Mutter war auch verrückt nach diesen Nilpferden, diesen Figuren
in den Überraschungseiern. Auch die Mutter hat diese Figuren gesammelt. Okay, jetzt sagt ihr: „Falk, ist doch okay. Sammeln, das ist doch ein legitimes Hobby." Ja, da hast du völlig recht. Das ist ein, legitimes Hobby, aber die Mutter ist mit den Kindern in den Supermarkt gegangen zu den Überraschungseiern in diese Sektion, und diese Überraschungseier, die waren wirklich immer in so Eierboxen. Also, die Box war offen, aber das waren so Eierschalen. Da waren immer alle Überraschungseier drin. Es war so 'ne richtig große Sektion. Viele, viele Überraschungseier. So, normalerweise, jetzt sagst du: „Ja, dann geht man hin und man nimmt ein Überraschungsei." So habe ich das auch gemacht. Klar. Und dann braucht man Glück. Vielleicht ist eine gute Figur drin, vielleicht auch nicht. So, und diese Mutter mit ihren beiden Kindern, mit meinem Freund, die sind zu dieser Überraschungseiersektion gegangen, haben ein Überraschungsei in die Hand genommen und haben dann den hier gemacht. Ja, und dann dachten sie, sie können hören: „Ah, da ist ein Nilpferd drin" oder „Nein, da ist kein Nilpferd drin." Und wenn sie dachten, dass in dem Ü-Ei kein Nilpferd ist, haben sie es wieder weggelegt und ein neues genommen. Und dann waren die da in dieser Sektion und haben die ganze Zeit Eier geschüttelt, und am Ende haben sie ein Ü-Ei gewählt, gekauft, und ich weiß nicht, wie oft sie wirklich das Nilpferd hatten oder ein Nilpferd, aber ich finde das ein bisschen übertrieben. Also, ja, würde ich persönlich nicht machen, aber großer Enthusiasmus. Das muss ich sagen. Das muss ich ihnen lassen. Sehr, sehr enthusiastisch. Hast du das auch gemacht? Bin ich vielleicht der Verrückte? Habt ihr das alle gemacht und ich war der Einzige, der das nicht gemacht hat? Deshalb hatte ich auch oft, ich habe es vorhin gesagt, keine guten Figuren. Überraschungseier. Ja, die Schokolade war zwar lecker, aber ich muss auch sagen, manchmal war die Überraschung wichtiger. Das ist ja auch der beste Verkaufstrick von diesen Überraschungseiern. Die Schokolade, ja, ist gut, aber ist jetzt nicht das Besondere des Überraschungseis. Das Besondere, das ist diese kleine Überraschung, dieses kleine Spielzeug, und dieser Überraschungseffekt, das machen ja heute auch viele. Das gibt es ja, diese Spielzeuge heute. Kennt ihr diese Labubus? Das sind so auch so Figuren. Du weißt nicht, wenn du so 'ne Labubu-Box kaufst, welche Figur in der Box ist. Also, es ist immer eine Überraschung. Die sind super populär. Falls du sie nicht kennst, google das mal, Labubu. Das ist sozusagen wie ein großes Überraschungsei. Überraschungseier gibt es aber schon sehr, 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 sehr lange. Wird es auch wahrscheinlich immer geben. Jetzt esse ich keine Überraschungseier mehr. Ich weiß nicht. Was ist momentan eine populäre Serie bei Überraschungseiern? Wenn du das weißt, schreib das doch mal in die Kommentare. Überraschungseier. Und alle diese Schokoladendinge von Kinderriegel, die waren auch immer lecker. Schokobons. Ah, wenn ich heute so einen Schokobon esse, wenn ich den im Mund habe,
dann verstellt sich mein Gesicht. Warum? Weil das für mich jetzt viel zu süß ist, viel zu intensiv. Früher habe ich die ganze Packung gegessen. Das war für mich kein Problem. Aber jetzt, wenn ich einen Schokobon esse, dann ist das schon wie ein Schock. Ja, Kinder haben eine hohe Toleranz für Süßes. Wenn sie einmal etwas Süßes gegessen haben, dann wollen sie es auch weiter essen. Süßigkeiten. Ja, wenn bei Süßigkeiten ein Spielzeug dabei ist, dann haben die Eltern keine Chance zu sagen: „Fridolin, nicht das Überraschungsei, iss doch lieber einen Apfel.“ Ja, der Apfel hat keine Chance. In dem Apfel ist keine Überraschung drin. Vielleicht müssen die Bauern in den Apfel auch so eine Kinderspielzeug-Überraschung implementieren. Wenn in dem Apfel auch Überraschungen sind? Was denkst du? Dann essen Kinder vielleicht auch mehr Äpfel und nicht so viel Schokolade. Gummibärchen waren natürlich auch der absolute Renner. Super populär. Gummibärchen. Gummibärchen gibt es, glaube ich, auch in jedem Land. Ich habe ja mal auch eine Episode zum Thema Haribo gemacht. Haribo war auch eine deutsche Marke und Haribo, diese Gummibärchen oder es gibt ja heutzutage nicht nur Gummibärchen. Früher gab es, glaube ich, 2 oder 3 Sorten von Gummibärchen und jetzt gibt es ja, ich glaube, unzählige, super viele Sorten von Gummibärchen. Früher, ja, war das noch ein bisschen weniger. Früher war das härter, eine harte Zeit. Nur eine oder 2 Sorten Gummibärchen. Kannst du dir das vorstellen? Boah, das waren echt harte Zeiten, in denen ich Kind war. Quatsch, natürlich nicht. Aber heute gibt es wirklich noch mehr. Wenn ich heute in den Supermarkt gehe, in die Sektion, wo die Süßigkeiten sind und dann schaue, dann ja, dann weiß ich gar nicht, was ich nehmen soll. Die Haribo Goldbeeren, die Gummibärchen, die Colaflaschen, die, weiß ich nicht, die Haribo Hunde, die Haribo Bären, die Haribo Drachen. Es gibt so viel. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das ist eine deutsche Redensart. Wer die Wahl hat die Qual. Wer viele Optionen hat, der muss sich natürlich auch entscheiden. Wenn man nur wenige Optionen hat, dann ist die Entscheidung natürlich leichter heutzutage. Das ist nicht nur bei Süßigkeiten so. Das ist mit allem so. Auch beim Filmeschauen, oder? Ich schaue momentan eigentlich nie Filme. Ich weiß nicht, momentan habe ich keinen Bock auf Filme. Ich habe eher Bock für euch einen Podcast zu machen. Filme schauen. Schaut ihr gerne Filme? Schaust du gerne Filme? Wenn ja, dann kennst du das Problem, oder? Du bist bei Netflix oder Amazon Prime oder einem anderen Portal, einer anderen Plattform und du denkst dir: „Hm, was schaue ich heute?“ Oh. Oh. Ich glaube, das ist schon der erste Fehler. Der erste Fehler ist schon, diese Plattform zu öffnen und nicht zu wissen, welchen Film du schauen willst. Weil dann beginnt der Teufelskreis. Dann suchst du
beziehungsweise du bist auf dieser Webseite, du bist auf der Plattform und du siehst alle diese Filme. Film, 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 Film. Unzählige viele Filme und alle sehen interessant aus. Und dann gibt es Komödien, dann gibt es Dramen, es gibt Thriller oder Triller, wie die Deutschen sagen. Nein, natürlich nicht, Thriller. Und Dokumentationen. Und wenn du das anklickst und mal schauen willst, dann gibt es natürlich einen Trailer. Und wow, der Trailer ist super. Aber dann gibt es unter dem Film noch 20 andere Filme und du sagst: „Ah, ja, der ist gut, aber vielleicht der andere Film hier ist vielleicht noch besser.“ Und dann geht das Spiel weiter. Du schaust wieder, es sieht interessant aus oder vielleicht sieht es auch nicht interessant aus. Vielleicht ist auch der Trailer total blöd und du sagst: doof.“ Aber der Punkt ist, du schaust weiter und schaust und schaust und die Uhr tickt, die Zeit vergeht und dann ist vielleicht schon eine halbe Stunde vorbei und du hast noch immer keinen Film gefunden. Das ist das ist so bizarr, oder? Ich habe das früher auch erlebt, als ich noch Filme geschaut habe bei Netflix. Und dann ist man auch müde. Nach 15 Minuten bist du müde und denkst: „Puh, will ich jetzt eigentlich noch einen Film gucken?“ Und vielleicht sagst du: „Ach, ich lerne lieber Deutsch. Ich lerne lieber die deutsche Grammatik.“ Hm, dafür mache ich mal einen Trailer. Ich mache den deutsche Grammatik-Trailer so gut, dass du nicht nein sagen kannst. Dass du sagst: „Ich brauche kein Netflix. Ich brauche kein Amazon Prime. Ich habe die deutsche Grammatik. Jetzt im Kino.“ In der Hauptrolle Akkusativ und Dativ. Ein Drama beginnt, aber es gibt ein Happy End. Deutsche Grammatik. Nein, ihr dürft natürlich auch Filme schauen, aber ich glaube, es ist besser, wenn man vorher weiß: „Ah, ich will Avatar 3 gucken“, zum Beispiel. Und dann gehst du in deine Plattform, suchst den Film, findest den Film und schaust den Film. Ende der Geschichte. Hm, ja, die Qual der Wahl. Das ist nicht nur bei Filmen so, nicht nur im Supermarkt bei Süßigkeiten so, das ist auch zum Teil bei Musik so. Oder kennst du das auch bei Musik? Also, heute hört ja jeder Musik bei Spotify oder Apple Music. Und ich habe dann auch natürlich so 'ne Lieblingssongs, so 'ne Favoritenliste, aber ich habe auch Playlists, oder? Du hast auch Playlists, oder? Die Sport-Playlist, die Lern-Playlist, die Hausarbeits-Playlist, die Playlist für die Dusche, die Playlist, für alles. Für alles gibt es eine Playlist. Und weil man in jeder Playlist dann auch 1.000 oder mehr Lieder hat, hast du natürlich auch immer diese Auswahl und dann, wenn du ein Lied hörst, denkst du: „Ah ja, das Lied ist gut, aber da ist doch auch noch ein besseres Lied vielleicht.“ Und dann ist man auch sehr damit beschäftigt, immer weiter zu klicken und nicht wirklich die ganze Zeit die Musik zu hören. Besonders im Fitnessstudio ist das so. Leute, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann kennst du das. Das war bei mir früher immer so.
bist im Fitnessstudio und du machst deine Übung und vor der Übung, bevor du die Übung machst, hast ja höchstwahrscheinlich deine Kopfhörer dabei im, Fitnessstudio und du hörst Musik, die dich motiviert. Vielleicht deutsche Volksmusik, bam. Nein, nicht deutsche Volksmusik, aber du hörst die Musik und dann denkst du: „Ah nein, ich habe einen besseren Song, der mich noch mehr motiviert.“ Und dann klickst du auf deinem Smartphone und: „Ah nein, der Song ist es nicht.“ Und du klickst und du klickst und du klickst und die Zeit tickt, tickt, tickt. Und dann hast du 2 Minuten oder 5 Minuten gebraucht, um den passenden Song für die passende Übung zu finden. Dann machst du die Übung. Bam, 2, 3, 310, 311. Und dann beginnt das Spiel wieder. Dann brauchst du wieder den richtigen Song. Und dann du verschwendest viel Zeit mit der richtigen Suche mit der Suche nach dem richtigen Lied, nicht mit der richtigen Suche. Es gibt keine richtige Suche. Und genau deshalb sage ich dir, höre ich keine Musik mehr beim Sport. Nein, mache ich nicht mehr. Auch nicht beim Joggen. Nein, ich höre kein EDM beim Joggen, kein Techno, höre ich nicht mehr. Weil das also nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Weil, wenn du Musik hörst, du erstens abgelenkt bist. Du sagst: Falk, ich will doch abgelenkt sein beim Sport.“ Aber wenn ich joggen gehe zum Beispiel, dann möchte ich auch mich auf die Atmung fokussieren und ich möchte die Natur um mich herum erleben. Möchte auch hören, was um mich herum passiert. Nicht, dass dann ein Fahrradfahrer vielleicht hinter mir ding, 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 ding und du hörst da deine deutsche Volksmusik beim Joggen. Oh ja, oh ja. Ja, nein. Kennst du das? Ich bin auch manchmal mit dem Fahrrad gefahren und vor mir war ein Jogger mit diesen Kopfhörern und ich habe geklingelt. Ich kam nämlich nicht so leicht vorbei und er hat mich nicht gehört. Also, das ist Grund eins, warum ich denke, dass Musik hören beim Sport machen, beim Joggen nicht so gut passt. Und dann ja Punkt 2 eben diese Ablenkung. Man verschwendet damit dann Zeit. Ich muss jetzt diesen Song hören. Aber kann ja jeder so machen, wie er möchte. Hörst du Musik beim Sport? Dann sei ehrlich, wie oft suchst du nach dem richtigen Song beim Laufen oder im Fitnessstudio? Frag dich das mal. Wenn nicht, wenn du das wirklich nur spielst und vielleicht auch nicht so laut, dass du auch andere Dinge hören kannst, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Da mach dir keine Sorgen. Aber Musik kann ablenken. Musik ist heutzutage sowieso mehr Ablenkung als Genuss, oder? Ich habe darüber mit einem Schüler gesprochen, über dieses Thema. Musik war ja früher, vor vielen Jahren, ganz anders. Da war Musik wirklich etwas zum Genießen, zum Tanzen vielleicht auch noch, natürlich. Aber die Leute sind in ein Konzert gegangen und, das war Genuss. Oder wenn sie eine Schallplatte hatten, dann haben sie zugehört und die Musik genossen. Musik war auch etwas Besonderes, zum Beispiel als ich ein Kind war. Man musste sich eine CD kaufen und dann hat man diese Musik natürlich wertgeschätzt. Ja, ich habe zum Beispiel 4 € für diese CD bezahlt und natürlich habe ich dann diesen
Gegenstand, diese CD, wertgeschätzt. Ja, also, wenn man für etwas Geld bezahlt, dann möchte man das auch wahrscheinlich genießen. Und heute bei Spotify natürlich bezahlt man Geld, aber du hast ja unlimitiert, du hast eine unendliche Auswahl an Liedern, an Musik. Und ich glaube, deshalb schätzt man das nicht mehr so wert. Musik ist ja mehr Ablenkung. Oder wie oft sitzt du auf deinem Stuhl, liegst du in deinem Bett, setzt dir die Kopfhörer vielleicht auf und genießt wirklich die Musik, hörst wirklich zu und machst nebenbei nicht noch etwas anderes. Also du machst nicht nebenbei den Haushalt, saugen oder du machst das Bett oder du putzt die Fenster. Nein, du machst nichts nebenbei. Du konzentrierst dich nur auf die Musik. Wie oft machst du das? Ich mache das fast nie. Ich höre Musik auch eher nebenbei. Zum Beispiel jetzt höre ich ganz laut deutsche Volksmusik. Nein, natürlich nicht. Aber wäre 'ne gute Idee, oder? Jetzt so nebenbei noch 'n bisschen Musik hören? Warum hören wir Musik nur nebenbei? Warum? Ich glaube auch, weil wir Ruhe nicht mehr so gut vertragen können. Wir müssen immer etwas hören. Wir wollen unseren Körper, unseren Kopf immer beschäftigt halten, immer beschäftigt sein, immer etwas denken, nie Pause, oder? Muss mal kurz einen Schluck Tee trinken, wenn ihr erlaubt. Pfefferminztee ist das heute. Prost. Auf dein Wohl. Also immer man hört Musik nur nebenbei. Du hörst vielleicht jetzt diesen Podcast nebenbei. Ah, du konzentrierst dich nicht 100% auf meinen Podcast? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr Lieben, hört den Podcast nebenbei. Ich mache das auch. Ich höre auch Podcast nebenbei. Aber ist doch interessant, oder? Alles ist heute so schnell und wir sind immer beschäftigt. Und deshalb haben wir keine Zeit, uns hinzusetzen und wirklich die Musik oder zum Beispiel einen Podcast zu genießen, uns 100% darauf zu konzentrieren. Vielleicht haben sich die Leute auch früher nicht 100% auf die Musik konzentriert. Vielleicht interpretiere ich das falsch. Vielleicht hat ja auch schon Beethoven, früher nebenbei, 'n bisschen Volksmusik gehört auf seinen Kopfhörern. Damals gab's noch keine Kopfhörer. Deshalb. Ja, also, hat sich verändert. Alles muss immer beschäftigt sein. Bist du sehr beschäftigt? Ja? Ah, dann hörst du den Podcast wahrscheinlich nur nebenbei. Aber ist ja auch andererseits praktisch, oder? Man kann 2 Sachen machen, also man kann doch effizient sein, wenn man beide Sachen wirklich gut machen kann. Wenn nicht, dann macht man ja beide Sachen nur halb, oder? Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Podcast höre und dabei, sagen wir mal, den Haushalt mache, zum Beispiel die Fenster putze. Ich muss mich ja auf beides konzentrieren. Und wenn ich mich aufs Fensterputzen auch konzentriere, kann ich ja nur mit 50% mich auf den Podcast konzentrieren. 50% beides.
Oder ich konzentriere mich mehr auf den Podcast, dann lerne ich natürlich mehr, aber die Fenster sind vielleicht nicht sauber. Dann putze ich so 'n bisschen halb und lache mit Falk zusammen und höre die deutsche Grammatik, aber das Fenster wird gar nicht sauber. Oder andersrum: Ich bin sehr akkurat, das Fenster ist super sauber. Ah, klasse, ich konzentriere mich darauf. Und dann hört ihr mich lachen und dann: „Hä? Was hat er jetzt gesagt? Er hat da etwas Lustiges gesagt." Aber ich habe es nicht gehört, weil ich mich zu sehr auf das Fensterputzen konzentriert habe. Kann passieren. Wenn ihr das gut könnt, also ein gutes Gleichgewicht zwischen den beiden Aktivitäten habt, dass ihr sagt: „Okay, ich kann jetzt nicht voll den Podcast hören und nicht voll Fenster putzen, aber ich kann beides ganz gut machen." Das versuche ich immer. Hm, aber wenn ihr meine Fenster seht, dann sagt ihr wahrscheinlich: „Falk, ich glaube, du fokussierst dich mehr auf den Podcast." Nicht auf die Fenster, die sind nicht so sauber. Vielleicht müsste ich, mich mehr konzentrieren, aber dann kann ich den Podcast ja nicht hören. Oder ich könnte ja erst die Fenster putzen und dann den Podcast hören. Aber das kostet vielleicht mehr Zeit, oder nicht? Lass ich die Frage mal stehen. Wie machst du das? Bist du immer voll konzentriert auf eine Aufgabe oder machst du auch dieses Multitasking? Das ist ja der Begriff heute, Multitasking. 2 Sachen parallel machen. Gibt es ein deutsches Wort für Multitasking? Ich glaube nicht. 2 Sachen parallel machen. Klingt nicht so cool, oder? Ich mache 2 Sachen parallel. Ich bin gut im Multitasking. Das klingt besser. Das Zweite. Aber ja, manche Leute machen auch mehr Sachen. Nicht nur 2 Sachen parallel, sondern 3 Sachen. Hören den Podcast, putzen die Fenster und putzen sich vielleicht noch die Zähne dabei. Oder bei der Arbeit kennst du das vielleicht. Dann hören sie vielleicht Musik oder auch Podcast, äh, Tabellenkalkulation nebenbei noch mit KI. Also, ich finde Multitasking, wenn es nicht zu viele Sachen sind, okay. So 2 Sachen zum Beispiel. Das ist für mich auch okay, mache ich auch sehr oft. Aber bei 3 Sachen oder 4 Sachen oder mehr, boah, ja, dann das kostet mich zu viel Energie. Wenn ich, zum Beispiel jetzt den Podcast aufnehme, mache ich nichts nebenbei. Ich fokussiere mich voll auf dich, auf die Kamera. Wenn ich jetzt nebenbei noch meine, Nägel schneiden würde, dann würde ich wahrscheinlich, ja, nicht so nicht so viel interessante Sachen erzählen, weil ich mich hierauf konzentrieren müsste. Mache ich nicht, keine Sorge. Ich schneide mir jetzt nicht die Nägel. Und beim Essen ist das ja auch oft so. Das kennst du 100%, oder? Beim Essen? Kannst du etwas essen, ohne nebenbei etwas zu machen? Glaube ich dir nicht. Das können heute nicht mehr viele Leute. Und ich muss auch sagen, mir fällt das auch schwer. Wenn ich esse, wenn ich nicht mit Freunden oder Familie esse, sondern wenn ich alleine esse, wenn ich alleine bin, dann will ich beim Essen irgendetwas hören, zum Beispiel einen Podcast. Oder ich will etwas schauen, zum Beispiel ein YouTube-Video. Wenn man nichts macht, wenn man nur isst,
alleine und es ist ruhig, das ist komisch. Hast du das mal gemacht in letzter Zeit? Hä? Ich habe das mal probiert, weil ich auch gemerkt habe, so essen und dabei etwas schauen irgendwie, dann isst man so schnell und ich habe gesagt, ich will mich mehr aufs Essen konzentrieren. Und dann habe ich das probiert und das war so schwer. Dachte mir: „Hä, wie kann denn das so schwer sein?“ Kennst du das? Dann isst du und, es ist nichts um mich herum, keine Ablenkung. Jetzt habe ich gesagt: „Okay, ich schaue keine F Videos mehr, aber Podcast ist okay.“ Also, ich höre etwas nebenbei, kann mich aber trotzdem gut auf das Essen konzentrieren, also auf beides. Aber beim Videos schauen, da fokussiert man sich zu sehr auf das Video und nicht auf das Essen, oder? Das kennst du. Und dann isst man zu viel. Und dann hat man das Video geschaut und dabei das Essen in den Körper geworfen und dann ist das Video irgendwann vorbei und du guckst auf deinen Teller: „Ach, mein Teller ist ja leer. Was habe ich eigentlich gegessen?“ Das weißt du dann gar nicht mehr, weil du gar nicht fokussiert warst. Fokussiere dich auch aufs Essen. Meinen Podcast und mein Video darfst du natürlich nebenbei schauen. Das ist erlaubt, aber sonst nichts. Hm, also Multitasking. Wir leben in einer Multitasking-Welt. Welche Sachen machst du noch ohne Multitasking? Ich mache jetzt hier den Podcast, ja okay, ich trinke nebenbei, aber mache nicht noch eine zweite Aktivität. Deshalb Sport ist eigentlich eine gute Option, nicht 2 Sachen gleichzeitig zu machen, denke ich. Du kannst dich wirklich nur auf deinen Sport konzentrieren. Oder zum Beispiel, wenn man einen Podcast hört, wenn man sich wirklich nur auf den Podcast konzentriert, dann, ja, natürlich lernst du besser, effektiver, als wenn du nebenbei noch 3 andere Sachen machst. Sei ehrlich, habe ich dich jetzt gerade erwischt? Hörst du gerade den Podcast und machst nebenbei etwas anderes? Haben wir ja gesagt, ist ja okay, wenn man sich trotzdem noch gut genug auf beide Aktivitäten konzentrieren kann. Oder Zähneputzen. Beim Zähneputzen, da gibt's ja auch Leute, war ich auch früher, jetzt nicht mehr, natürlich nicht, nein. Aber früher, kennst du das, habe ich auch Zähne geputzt und dabei noch auf dem Smartphone, WhatsApp eine Nachricht geschrieben und vielleicht noch dabei Podcast gehört. Ja, also und dann habe ich gar nicht gemerkt, da habe ich mir eine halbe Stunde die Zähne geputzt. Ich hatte schon gar keine Zähne mehr. Die Zähne waren schon die haben schon so geglänzt, dass wenn als meine Frau auf meine Zähne geschaut hat, dass sie geblendet wurde. So gut waren die geputzt nach 30 Minuten. Völliger Quatsch. Da hätte ich es lieber machen sollen, erst die Zähne putzen, dann die WhatsApp-Nachricht schreiben und dann den Podcast hören. In diesem Fall. So mache ich das jetzt. Wenn ich die Zähne putze, dann nur Zähne putzen. Das ist wie eine kleine Meditation. Machst du das? Putzt du nur die Zähne oder putzt du die Zähne und bist dabei jetzt am Computer und machst noch 3 andere Sachen nebenbei? Multitasking. Wir leben in einer Multitasking-Welt. Und das andere Problem, wer die Wahl hat, hat die Qual. Wir haben zu viel Auswahl. Es ist zu viel. Ich wünschte manchmal, es gäbe weniger Auswahl. Auch bei den Lernvideos, bei den Podcasts. Wenn ich Podcast höre, ich gehe zu meinem Lieblingspodcaster für Japanisch,
Und er hat auch so viele Videos und Podcast-Episoden, die ich noch nicht kenne. Und ich denke mal, soll ich jetzt die schauen oder die? Und mittlerweile mache ich es so, ich höre dann immer, ja, einfach eine Playlist und sage dann: „Okay, jetzt habe ich Video 1 oder Podcast 1 gehört“, und dann gehe ich nach der Reihenfolge. Manchmal höre ich auch den gleichen Podcast zweimal. Kann ich dir übrigens sehr empfehlen. Du wirst ja wahrscheinlich nicht jede Vokabel, nicht jedes Wort, das ich sage, verstehen, besonders nicht beim ersten Mal. Aber wenn du beim zweiten Mal, also wenn du wieder den Podcast hörst, ein zweites Mal, dann wirst du das vielleicht schon besser verstehen. Vielleicht schreibst du ja auch neue Wörter mit. Oder du hast das Transkript. Wenn du bei Patreon Mitglied bist, dann kannst du ja auch das Transkript bekommen und liest das Transkript mit und markierst dir neue Wörter. Und wenn du dann den Podcast, nachdem du das Wort übersetzt hast, nochmal hörst, das ist richtig gutes Vokabeln lernen. So lerne ich momentan hauptsächlich Vokabeln. Also ich höre den Podcast, ich lese das Transkript von dem Podcast, markiere die neuen Wörter, schaue mir die neuen Wörter an, okay, was bedeutet das? Und dann höre ich den Podcast am nächsten Tag oder vielleicht auch später noch einmal und dann bling, achte ich mehr auf diese neuen Wörter, die ich ja markiert habe, und so lerne ich dann diese neuen Wörter. Kann ich dir sehr empfehlen. Mach das. Mach das mal. Hör den gleichen Podcast noch einmal. Manchmal ist es natürlich langweilig, weil man schon weiß, was passiert, aber denk eher aus der Lernerperspektive. Ne? Das Gehirn liebt ja Wiederholungen. Wenn etwas wiederholt wird, dann bleibt es besser im Kopf. Das Gehirn weiß, okay, er sagt jetzt schon wieder das Wort nebenbei, habe ich zum Beispiel heute oft gesagt. Und das Gehirn denkt, okay, es wird so oft wiederholt, ich muss mir dieses Wort jetzt merken. Es kommt ja so oft. Das Gehirn will ja auch effizient arbeiten. Und wenn man sich jedes Mal anstrengen muss, um sich zu erinnern, was denn dieses Wort bedeutet, das wäre nicht gut für das Gehirn. Das verbraucht zu viel Energie. Und deshalb merkte sich dein Gehirn das Wort. Wiederholung. Wiederholung. Es ist mit allem so. Es ist nicht nur Wiederholung, aber Wiederholung ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses. Natürlich wiederholt man auch, wenn man nicht zum Beispiel exakt den gleichen Podcast hört, aber vielleicht eine andere Episode. Und in dieser Episode kommt dieses Wort auch. Das stimmt. Aber ich habe gute Erfahrungen damit, wenn man wirklich exakt das Gleiche, zum Beispiel die gleiche Episode, den gleichen Film auch, das ist das gleiche YouTube-Video, noch einmal hört, noch einmal schaut. Das kann man sich besser merken. Ich habe zum Beispiel als Kind immer gerne Hörspiele gehört. Ich höre auch jetzt gerne Hörspiele und Hörbücher, aber als Kind habe ich wirklich jeden Tag Hörspiele gehört. Kann ich dir übrigens sehr empfehlen aus Deutschlernerperspektive. Deutsche Hörspiele. Entschuldigung. Und diese Hörspiele, die habe ich auch öfter gehört. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Manche von den Hörspielen habe ich vielleicht 20 Mal gehört. Und was soll ich sagen? Ich kann die heute fast mitsprechen. Wenn ich die höre, wenn ich heute aus Nostalgie diese Hörspiele
nochmal höre, dann kann ich mitsprechen. Also, das war nur die Wiederholung. Ich habe nicht, am Schreibtisch gesessen und: „Ha, was sagt er jetzt und ich lerne das und dann mit Anki." Ne, das habe ich nicht gemacht. Ich habe es einfach nur gehört, gehört, gehört. Erst sehr aktiv, später dann auch passiv. Heute kann ich das auswendig, so 'n ganzes Hörspiel. Kannst du mich fragen, kann ich dir sagen. Ich kann dir das ganze Skript von dem Hörspiel sagen. Vielleicht nicht Wort für Wort, aber sehr akkurat. Also, Wiederholung ist wichtig, vergesst das nicht. Und Wiederholung muss nicht langweilig sein. Ich sage sogar, wir haben vorhin nämlich über dieses Multitasking, Nebenbeihören gesprochen. Dieses Nebenbeihören, dafür ist Wiederholung sehr, sehr gut. Also, du kennst die Episode schon, dann hörst du sie noch einmal und dann machst du nebenbei etwas anderes. Das, denke ich, ist die bessere Option für Multitasking, zum Beispiel mit Lernen, mit Podcast. So, ich muss noch mal einen Schluck trinken. Verzeiht mir, Leute, meine Stimme ist sonst nicht mehr so gut. Ich muss meine Stimme ölen, sagt man auf Deutsch. Aber keine Sorge, das ist kein Öl, das ist Pfefferminztee. Also, ich trinke mal. Wiederholung. Trinken. Ich habe gelesen, man soll 2 Liter pro Tag trinken. 2 Liter Flüssigkeit. Stimmt das? Wie viel trinkst du? Was? Du trinkst nur 1 Liter pro Tag? Das ist doch viel zu wenig. Dein Körper braucht Flüssigkeit. Nur wer flüssig ist, kann auch flüssig sprechen. Also Flüssigkeit ist natürlich auch wichtig, auch beim Lernen. Aber ja, ich trinke Wasser, viel Wasser und viel Tee. Jetzt ist natürlich Winter und in der Winterzeit trinke ich natürlich viel, viel mehr Tee als im Sommer. Im Sommer vielleicht Eistee, auch heißen Tee, aber viel weniger. Im Winter, ne, wenn es kalt ist, das ist so ein heißes Getränk, eine schöne heiße Tasse Tee, die ist da fantastisch. Wunderbar. Also Tee. Pfefferminztee habe ich jetzt. Ich trinke natürlich aber auch gerne grünen Tee, schwarzen Tee, Kamillentee, na klar. Falk, du bist Deutscher, ja. Ich muss Kamillentee mögen. Kamillentee mögen ja viele Ausländer nicht. Deutsche lieben Kamillentee, aber viele Ausländer sagen mir: das schmeckt wie Medizin." Viele trinken dann den Kamillentee nur, wenn sie Bauchschmerzen haben oder wenn sie erkältet sind. Aber sie würden Kamillentee niemals trinken, wenn ja, wenn sie nicht krank sind. Einfach so. Sie würden nie einfach so Kamillentee trinken. Ich trinke Kamillentee. Einfach so, weil er mir schmeckt. Ich trinke gerne Kamillentee, also trinke ich ihn auch einfach so. Genauso Pfefferminztee. Mir schmeckt Pfefferminztee sehr, sehr gut. Das hier ist Pfefferminztee und deshalb trinke ich ihn auch zum Beispiel jetzt. Und er ist natürlich gut für die Stimme. Und meine Stimme ist ja sehr, sehr wichtig, ne? Die Stimme ist mein Instrument. Aber es ist vielleicht auch dein Instrument. Ohne Stimme geht nichts. Also Tee trinken, haben wir das auch noch besprochen, dieses wichtige Thema. Endlich. Und, ja, viele von meinen Schülern wissen ja, dass ich gerne Tee trinke. Bin dann immer sehr überrascht. Ich glaube, ich habe das in den früheren Podcast-Episoden sehr oft gesagt. Ich habe sehr oft gesagt, dass ich Tee trinke, weil
Wenn ich einen neuen Schüler habe und wir miteinander sprechen, dann sagen sie mir: „Ah, Falk, du trinkst gerne Tee, grünen Tee.“ Dann sage ich: Ja, ja, woher weißt du das?“ „Ach ja, stimmt ja. Habe ich ja mal im Podcast gesagt.“ Also, ihr kennt mich schon sehr, sehr gut. Hm. Ich kenne euch noch nicht alle. Deshalb schreibt mir fleißig Nachrichten, fleißig Kommentare, damit ich euch kennenlernen kann. Ah, und übrigens, vielleicht mache ich demnächst mal wieder einen Livestream. Was denkst du? Wäre das interessant für dich? Vielleicht ein FAQ, ein FAQ oder, hm, mal schauen, was ein interessantes Format wäre für eine ähm, für einen neuen Livestream. Also, ich überlege mir etwas, wenn ihr das wollt. Wenn das Video hier wenn das Video, sagen wir, 200 Likes bekommt, dann mache ich definitiv einen Livestream. Mache ich vielleicht auch so. Fühl dich nicht gezwungen, jetzt den Like-Button zu drücken. Ich würde mich natürlich sehr freuen, aber ja, also Livestream. Überlegen wir uns mal was oder ja, über etwas, über das wir sprechen können. Aber ihr kennt mich ja schon so gut, wir brauchen doch gar kein FAQ mehr machen, oder? Ihr wisst doch schon alles über mich. Über euch. Ihr müsst 'n Livestream machen, damit ich euch kennenlerne, damit ich dich kennenlerne. Hm, also, ja, sehr, sehr kalt auch immer noch draußen hier bei uns. Im Vergleich zu Deutschland natürlich nicht kalt. Ich meckere auf hohem Niveau, aber ja, auch in Japan, in Tokio ist es natürlich Winter und der Winter ist kalt. Hä, Falk, hä? Was natürlich, der Winter ist kalt. Ja, ich will ja auch nicht meckern. Ich, bin zwar Deutscher, aber ich will nicht über das Wetter meckern. Ich weiß, das fällt mir sehr schwer. Warum wollen Deutsche immer über das Wetter meckern? Hä? Kennst du die Antwort? Sag sie mir. Schreib sie mir in die Kommentare. Ich will das wissen. Es ist in meiner DNA. Ich muss mich auch manchmal über das Wetter beschweren. Da kommt auch noch eine neue Episode, aber auf meinem Zweitkanal. Wie? Du kennst meinen Zweitkanal noch nicht? Da gibt es 5 Minuten Videos in sehr, sehr langsamen, sehr akkuratem, einfachem Deutsch zu allen wichtigen Themen. Der Kanal heißt 5 Minuten German Booster und du findest den Kanal auch hier in meiner Beschreibung. Schau gerne mal vorbei, wenn es dich interessiert. Und wenn nicht, dann schau trotzdem vorbei. Okay, ihr Lieben. Jetzt, wollen wir langsam zum Ende kommen und ja, schreib mir in die Kommentare, was war deine Lieblingssüßigkeit, als du ein Kind warst? Und isst du sie heute noch? Also, bis zur nächsten Episode. Macht's gut, tschüss und bis bald.